Hi und willkommen in der Demo-Lounge. Heute wird es interessant für alle Liebhaber von Röhrenamps und ich rede von den Originalen, nicht von Emulationen. Wir gucken uns den Two Notes Torpedo Captor X an. Der Captor X ist der Nachfolger bzw. die Erweiterung des erfolgreichen Torpedo Captors und zusätzlich zu den Funktionen des Captors als Attenuator, Loadbox und Amp-DI ist der Captor X auch eine vielseitige Speaker-Simulation, ein IR-Loader und ein Stereo-Expander. Grob gesagt könnt ihr also euren Röhrenamp an den Captor X anschließen und dann direkt weiter in die PA oder euer Interface gehen mit einigen Zusatzfunktionen und Routing-Möglichkeiten. Und zum anderen könnt ihr ganz normal eine Box anschließen und mit dem Captor X die Lautstärke reduzieren, während euer Amp aufgedreht und im Sweet Spot bleibt. Ihr behaltet also den Sound und das dynamische Spielgefühl des Röhrenamps. Die richtige Box für einen Amp zu haben, wird oft unterschätzt, obwohl sie enormen Einfluss auf den Sound hat. Mit Two Notes habt ihr etliche Boxen zur Auswahl und könnt sie mit verschiedenen virtuellen Mikrofonen kombinieren. Der große Unterschied zu einer IR ist, dass ihr bei Two Notes immer noch das Mikrofon ändern und selber im Raum verschieben könnt. Und eine IR dagegen ist wirklich eine statische Momentaufnahme mit einem oder mehreren Mikrofonen an einer bestimmten Stelle im Raum. Und die Two Notes IRs werden wirklich extrem aufwendig erstellt. Da geht es darum, ein wirklich authentisches Bild von jeder Mikrofonposition zu haben. Und da wird nichts errechnet, sondern wirklich alles wird aufgezeichnet. Jeder Zentimeter, jede Mikrofonposition wird aufgezeichnet. Ihr seid also mit Two Notes maximal flexibel, ohne aber auch von irgendwelchen unsinnigen Optionen erschlagen zu werden. Wer testet einen Amp schon mal mit verschiedenen Boxen? Vielleicht vergleicht man so 3 oder 4, wenn es hochkommt. Beim Captor X bekommt ihr 32 Caps mitgeliefert und im Online-Store könnt ihr noch 300 weitere testen und natürlich auch käuflich erwerben. Eine Loadbox übernimmt folgende Funktion. Ein Röhrenverstärker muss normalerweise immer an eine Verstärkerbox angeschlossen werden, um Schäden am Verstärker zu vermeiden. Und dabei trägt die Box immer die sogenannte Last. Und wir haben auch diese Lastenwiderstände, 4, 8 oder 16 Ohm meistens. Und die Loadbox, die übernimmt jetzt diese Funktion. Im Englischen ist übrigens Load gleich Last. Und das heißt, dass ich meinen Röhrenverstärker an den Captor X in diesem Fall anschließen kann, ohne dass dem Amp etwas passiert. Und dabei müssen natürlich auch die Ohmzahlen von der Loadbox und dem Amp übereinstimmen. Reactive Load heißt, dass hier Bauelemente im Spiel sind, die mit Strom versorgt werden müssen, wie zum Beispiel Transistoren. Und das ist im Gegensatz zu einer Resistive Load, wo nur elektrische Widerstände genutzt werden. Und bei einer resistiven Loadbox ist es leider so, dass da Höhen und Bässe verloren gehen und daher ist der Captor X halt reactive. Und durch den eingebauten Prozessor braucht der Captor X übrigens mehr Strom noch als sein Vorgänger der Captor, der noch mit Phantomspeisung betrieben werden konnte. Ein Attenuator reduziert die Lautstärke eines Signals, also in diesem Fall eures Amps, ohne dabei den Klang zu verändern oder zu verzerren. IR-Loader heißt, dass ihr auch IRs von Drittanbietern ganz einfach auf den Captor X laden und natürlich auch nutzen könnt. Two Notes wurde 2008 in Frankreich gegründet und hat sich mittlerweile den Ruf erarbeitet, einer der weltweit besten Anbieter zu sein, wenn es um hochwertige Speaker-Simulationen, Loadboxen und Preamps für Gitarren und Bässe geht. Der Fokus von Two Notes war schon immer die Signalverarbeitung zwischen dem Ausgang des Amps oder Preamps und der PA, dem DAW, den Monitoren bzw. den Kopfhörern. Dabei hat Two Notes eine Reihe von Produkten, Hardware und Software rausgebracht für verschiedene Situationen, die immer tonale Kontrolle und Flexibilität in hohem Maße bieten. Dazu zählen der Torpedo Live, der Torpedo Studio, der Torpedo Cap, der Cap M, der Captor, die Le Preamp Serie, die Wall of Sound Software,
und jetzt auch der Captor X. Mit TuneOuts hat man die Möglichkeit, auf über 300 Caps zurückzugreifen, von denen viele auch von den jeweiligen Herstellern lizenziert sind. Dazu gehören zum Beispiel Mesa Boogie, Orange, Celestion, Rev oder ganz neu auch Blackstar. Auf der Frontseite haben wir das Out-Level. Hier können wir bestimmen, wie laut das Signal aus dem Captor X rauskommt. Dann haben wir den Voicing-Schalter. Das ist im Prinzip ein globaler EQ. Mit dem Space-Regler können wir verschiedene Sachen regeln. Zum einen die Stereobreite und das Dry-Wet-Verhältnis des Reverbs oder auch die Tightness des Twin-Trackers. Auf der Rückseite haben wir den Stromanschluss 12 Volt DC mit 200 mA, die beiden Ausgänge Left-Right im XLR-Format und Liftschalter. Dann haben wir einen Ventilator und der geht an, wenn das Gerät zu heiß wird. Hier ist der Speaker-In, der wird an der Amp angeschlossen. Daneben der Attenuator bzw. die Einstellung des Attenuators. Full, Medium denke ich mal und Low. Und Full ist im Prinzip wirklich volle Lautstärke. Dann wird es ein bisschen reduziert und nochmal doll reduziert, gerade für den Heimgebrauch. Sehr cool. Dann ist hier der Speaker Out. Und wichtig zu wissen ist, wenn ihr den benutzt, dass dann die Ohmzahl der Box zählt. Also der Amp sieht die Box dann und nicht den Captor X. Hier ist der USB-Anschluss. Damit könnt ihr euch dann mit dem Computer verbinden und die Torpedo Remote Software nutzen. Alternativ dazu könnt ihr den Captor X auch mit einem Tablet oder Smartphone per Bluetooth steuern. Auf der linken Seite ist der MIDI-Eingang und ihr bekommt noch einen Adapter dazu geliefert, eine kleine Klinke auf 5-polig MIDI und ihr könnt dann halt auch die Presets vom Captor per MIDI umschalten. Okay, jetzt schauen wir uns mal die Sounds und Einstellmöglichkeiten an und wir legen mit der Hardware los. Gitarre ist aufgedreht, Amp ist an. Jetzt haben wir hier den Out-Level. Hier ist der Voicing-Schalter, also nochmal ein globaler EQ. Das ist halt praktisch, wenn man sich nochmal schnell ein bisschen der Venue zum Beispiel anpassen will. Auf den Space-Shader gehen wir später nochmal genauer ein, was der macht. Jetzt beim Out-Level. Wir haben hier ein In-Level, High-Low und wenn wir zu heiß in den Captor X reingehen, dann lässt er uns das wissen. Sehr praktisch. Jetzt haben wir hier die Presets. Am Captor X direkt können wir 6 Presets wählen und über MIDI oder der Torpedo Remote Software können wir auch bis zu 128 Presets zugreifen. Dann hören wir mal rein. Ich bin jetzt auf Preset 2. Nummer 1. Nummer 3. Nummer 4. 5. Und 6. Ich gebe euch erstmal eine Kurzübersicht über die Torpedo Remote Software. Ich bin hier im Virtual Cabinet Mode und hier kann ich die TuneOuts Caps auswählen und bearbeiten. Hier oben ist der IR Loader. Hier kann ich die IRs reinziehen und bearbeiten. Der Cabinet Manager, da kann ich dann bestimmen, welche Caps auf dem Captor X sein sollen. Der Preset Manager, hier kann ich dann Presets auch vom Computer auf den Captor X laden und andersrum. Und der IR Manager, und hier kann ich per Drag and Drop dann die IRs auf den Captor X raufladen. Jetzt gucken wir uns die Sounds und Features mehr im Detail an und ich will es an 3 Beispielen machen. Ein Clean, ein Crunch und ein High Gain Sound und da einfach verschiedene Caps austesten und mal schauen, was uns die Software alles bietet. Ein guter Ausgangspunkt ist erstmal wirklich nur mit den Caps anzufangen. Das heißt, ich mache hier Enhancer, Reverb, Twin Tracker, das mache ich alles aus. Und jetzt suche ich mir die Caps aus. Ich kann gucken vom Torpedo online oder vom Computer. Und jetzt interessieren uns nur die Caps, die drauf sind erstmal. So, für einen Clean Sound nehme ich gerne einen 112er oder 212er Cap und ich kann hier dann aussuchen, was ich da haben will. Und wir können einfach mal ein paar durchprobieren. Ich fange hier einfach an und entweder ich suche die mir spezifisch hier in der Liste aus oder ich fange hier einfach an zu scrollen und zu blättern.
nehme jetzt einfach mal das hier. Das ist eigentlich so meiner Go-To- und Lieblingscaps. Und was ich gerne mache, ich nehme hier nur ein Mikrofon. Ne, ich kann hier 2 Mikrofone auswählen und ich kann die jeweils an der Achse und von der Entfernung her einstellen. Und ich kann das zum einen hier machen oder direkt an den Reglern drehen. Und jetzt will ich es ein bisschen off-axis haben und ein bisschen weiter weg. Und jetzt kann ich verschiedene Mikros aussuchen. Und ich will es erstmal auch ein bisschen lauter machen, um das zu kompensieren. RBN ist Ribbon, also Bändchenmikrofon, und das hier ist ein Royer 121. Also man hat wirklich eine große Mikrofonauswahl zwischen dynamischen Bändchen- und Kondensatormikrofonen. Und ich nehme jetzt mal den hier. Jetzt zum EQ. Ich habe 3 Möglichkeiten: Gitarre, Bass und Custom. Gitarre und Bass haben unterschiedliche Frequenzen und bei Custom kann ich es mir genau aussuchen, welche Frequenz ich um wie viel boosten will. Ich gehe erstmal zum Gitarren-EQ und guck mal, vielleicht hier mal ein bisschen Boost. Zu viel. Dann habe ich einen Enhancer. Und hier schauen wir mal, was der Schönes macht. Gehe ein bisschen Dry-Wet hoch. Wir haben Bass und Gitarre. Natürlich Gitarre. Und die packen wir mal runter. Und jetzt gucken wir mal, was das alles ist. Body ist natürlich dann die Körperfülle, also die Mitten. Thickness sind dann die Bässe. Brilliance sind natürlich die Höhen dann und die Brillanzen. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Jetzt können wir noch ein bisschen Hall dazufügen. Und wir haben hier einiges an Auswahl, wie A, B, Basement, Loft, Hall A. Und jetzt gerade, vielleicht, mir ist eher nach einem langen Reverb und Cathedral. Vielleicht ein bisschen sehr viel. Plate. Ist sehr nice. Und der Spring Reverb ist eigentlich mein Favorit. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen verstellen. Die Stereobreite. Ja. Für einen Crunch-Sound mache ich das folgendermaßen. Erstmal natürlich einen Crunch-Sound anwählen. Dann würde ich das hier auch erstmal alles ausmachen. Und für so einen Rhythmus-Sound nehmen wir mal eine 412er. Oh. Jetzt mal ein bisschen durchscrollen. Und im Prinzip, mir geht es um so einen wirklich britischen Sound und da macht sich die hier ganz gut. Hier kann man übrigens gucken, was habe ich hier genau für eine Box, und das ist dann ja eine
Marshall 160er mit Celestion Vintage 30. So, jetzt haben wir hier eins und ich will mal wirklich einen klassischen Sound, also ein 57er Mikrofon. Das ist auf jeden Fall gut. Direkt dran, und ich will ein Mikrofon im Prinzip ziemlich center haben, um wirklich diesen Biss zu haben, vielleicht ein bisschen rüber oder so. Und dann will ich ein zweites Mikrofon haben, und hier kann ich dann aussuchen, ich könnte zum Beispiel das kombinieren mit einem Breuer, und dann einzeln klingt so. Null schalten. Das zweite noch dazu. Und wenn mir das jetzt ein bisschen zu fett ist, dann kann ich hier das Mikrofon wieder mehr in die Mitte schieben. Und okay, das ist zwar cool, aber ich will wirklich so einen klassischen Sound haben. Da sind einfach zwei 57er. Das ist schon der Sound. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen EQ haben. Ein bisschen mehr Scoop. Auf jeden Fall will ich es irgendwie ein bisschen mehr mittig haben. Dann unser Enhancer. Ein bisschen runter. So viel brauchen wir das nicht. Brillanzen brauchen wir wahrscheinlich ziemlich wenig. Aber dafür dann das Dry-Wet ein bisschen runter. Hall brauchen wir nicht. Jetzt können wir mal gucken, den Twin Tracker zu aktivieren. Und jetzt können wir gucken, Balance, ob das rechts, links ein bisschen lauter sein soll. Ich mache es mehr in die Mitte. Jetzt gucken wir mal, was die Tightness macht. Also hier sind wirklich beide Gitarren sehr übereinander, und je weiter ich rüber gehe, je unterschiedlicher werden die. Okay, den zweiten Gitarristen muss ich wahrscheinlich rausschmeißen, aber das kann man ja ein bisschen. Jetzt für so einen High-Gain-Metal-Sound, da würde ich auch lieber eine andere Box haben, die einfach im Bass ein bisschen tighter ist. Gerade mit so einer tiefgestimmten Gitarre hier ist das wichtig. Und das ist okay. Und ich guck mal. Da gefällt mir der Bass auf jeden Fall besser. Jetzt will ich aber andere Mikrofone haben. Und ich mache das hier erstmal alles aus, um wieder die Basis erstmal zu schaffen. Oder wir addieren doch mal eins. Das finde ich gut. Und den hier, den würde ich noch mehr auf Achse haben. Komplett close-mic'd. Ich könnte übrigens auch die Rückseite nehmen. Das hat auch irgendwie was Eigenes, was ziemlich cool ist. Brauchen wir jetzt bloß nicht.
Stecker weg. Okay. Dann nehmen wir noch ein bisschen EQ. Jetzt guckt mal ein bisschen mehr. Okay, dann gucken wir mal, was der Enhancer für uns machen kann. Das Thickness brauchen wir nicht wirklich. Ja, wohl. Nee, finde ich ohne besser. Brillanzen. Passt. Jetzt waren wir die ganze Zeit immer noch im Overdrive 1 Kanal. Jetzt checken wir mal Overdrive 2 aus mit noch mehr Gain. Und hier ist vielleicht ein guter Zeitpunkt fürs Noise Gate. Ich kann hier Soft Hard regeln und hier hat es eine Lernfunktion. Das heißt, wenn ich jetzt drauf drücke, soll ich die Saiten muten. Und jetzt hat er im Prinzip gelernt, wie ist das Eigenrauschen von dem Amp und kann dann daran anpassen, wann der Threshold-Regler, der Grenzwertregler dann reagiert. Jetzt vielleicht nochmal ein kurzer Tipp für einen Solo-Sound. Da lohnt es sich mal zu testen, ob nicht eine 1 oder 212er sich besser durchsetzt. Weil die 412er sind zwar riesig mächtig, aber eine 1 oder 212er ist fokussierter und das kann sein, dass es sich gerade im Mix noch besser durchsetzt. Das ist die 412er und eine 212er. Bisschen Hall noch dazu. Wenn ich jetzt noch andere Caps checken will, die nicht auf dem Captor X drauf sind, kann ich zum einen die vom Computer wählen, die ich jetzt dann schon runtergeladen hatte. Und das sieht dann so aus. Ich klicke rauf und jetzt werden mir die als Bildschirm angezeigt, also für Computer. Und da kann ich jetzt gucken, welche ich mal anchecken will. Und das ist jetzt eine Preview und die ist dann nur mit einem Mikrofon. Wenn ich mir die Box dann auf den Captor X raufziehe, sind es natürlich 2 Mikrofone. Wenn ich jetzt Caps aus dem Online-Store checken will, geht das folgendermaßen. Ich klicke hier auf Online und dann werden mir die Caps so dargestellt mit so einem Cloud-Symbol. Und hier kann ich jetzt gucken, testen wir mal ein Cap. Preview, erzählt es mir. Und jetzt haben wir hier den IR-Loader und da können wir aussuchen, was wir haben. Und jetzt momentan habe ich auf dem Torpedo nichts drauf, nur auf dem Computer und kann dann hier eine, machen wir hier eine, die dann reinladen und erstmal so als Preview haben. Da kann ich auch nur eine vorhören. Wenn ich die jetzt wirklich drauf haben will, kann ich mal kurz reinhören. Und die zweite ist jetzt leer. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, zu meinem R-Manager, dann kann ich mir da was rüberziehen. Und der Captor X gibt mir Bescheid, dass was passiert.
freut er sich wieder. Und jetzt kann ich im IR-Loader auch gucken, welche ich hier haben will. Und dann kann ich die beiden auch kombinieren. Und dann hier auch mit EQ, Enhancer und so weiter bearbeiten und natürlich auch die Levels. Ich kann auch sagen, ich will bloß einen haben. Ich will eins unbearbeitet haben. Oder Beine. Jetzt kommen wir zu den Output-Modes und ich habe Stereo und Dual Mono. Im Stereo kann ich den Twin Tracker aktivieren und im Dual Mono habe ich noch einen extra EQ. Den machen wir erstmal aus und ich kann hier natürlich auch beide regeln. Machen wir den Hall aus. Und jetzt kann ich auch sagen, ich will auf einer Seite einen Bypass haben und den als Empty einnehmen und dann wird auf der Seite, auf der rechten Seite auch wirklich alles ausgeschaltet. Da ist dann nur der Amp direkt, kein EQ-Enhancer, keine Boxensimulation. Und das ist halt sehr cool im Studio. Da könnte ich dann eine mit Speaker-Simulation und eine ohne aufnehmen und dann später noch über die Wall of Sound Software editieren. Und das macht sich manchmal ganz gut, wenn man im Nachhinein noch denkt, ach, ich will hier ein anderes Cap haben. Und wenn man jetzt für Songwriting auch erstmal bloß für den Workflow einen Sound haben will und später nochmal die Boxen justieren will, was ich auch ganz gerne mal mache, dann kann man halt das so aufnehmen und muss nicht ständig rumschalten und noch großartig suchen, sondern kann beruhigt sagen, okay, ich habe das sowieso für später noch und mache dann einfach weiter. Der Monitor-EQ, den ich für Dual Mono zur Verfügung habe, der wirkt sich nur auf den rechten Kanal aus. Das heißt, ich kann nochmal für die PA oder für meinen Monitor-Mix zum Beispiel einen leicht anderen Frequenzgang einstellen. Wenn ich im Stereo-Modus bin, habe ich halt den Twin Tracker zur Verfügung. Jetzt haben wir den Space Knob und hier kann ich verschiedene Sachen damit einstellen. Jetzt gerade mich im Stereo-Mode, der Twin Tracker ist off und dann kann ich hiermit auswählen den Dry Wet vom Reverb und wenn ich jetzt drehe, dann geht der auch automatisch an. Und alternativ kann ich auswählen den Stereo Expansion Mode und hier ist es die Breite des Halls. Im Dual Mono Modus kann ich dem Space Regler wieder das Dry-Wet-Verhältnis vom Reverb zuweisen und ich kann aber auch bestimmen, soll das global sein, soll das nur für die linke oder nur für die rechte Seite sein. Ich kann also jetzt mir nur für die rechte Seite einen Hall raufpacken und das wäre halt praktisch, wenn ich jetzt mit In-Ears spiele, kann ich für mich selber immer so ein bisschen regeln, wie viel Hall will ich gerade haben, gebe aber ein komplett trockenes Signal weiter an die PA. Im Stereo-Modus kann ich mit dem Space Knob auch die Tightness des Twin Trackers einstellen und dazu muss ich den erstmal anmachen und hier unten gehe ich auf Stereo Expansion. Den Captor X kann man auch per Bluetooth steuern, mit einem Tablet oder mit einem Smartphone. Und hier kann man genauso die Mikrofone verschieben, die Presets verwalten und so weiter. Und das ist halt extrem praktisch. Da kann man halt live oder im Proberaum nochmal schnell Smartphone raus und ein bisschen nachjustieren. Jetzt checken wir mal kurz den Attenuator aus. Jetzt ist es gerade auf Full, also volle Lautstärke gestellt. Das heißt, da wird eigentlich nichts reduziert. Und das ist jetzt hier schon bei dem bisschen viel zu laut.
Für zu Hause viel zu laut. Jetzt gehen wir mal auf die Mittelstufe. Ja. Und hier. Damit kann man leben. Okay, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen können, was der Captor X alles zu bieten hat. Und das ist echt eine ganze Menge. Die ganzen Routing-Optionen für Live, fürs Studio, das ist super. Der Attenuator, gerade für zu Hause, total cool. Vom Sound her, der Enhancer, der ist echt super. Und für mich persönlich, ich finde den Spring Reverb sehr cool. Geiles Gerät. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Thumbs up, abonniert meinen Kanal und drückt das kleine Benachrichtigungssymbol, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Ciao!